wäre ja sehr, sehr gut. So, Piratenflagge, Jungdrache und Co. Grober Kartoffelsalat. Das schlichte Aroma lässt dich an jemand Besonderes denken. An wen genau will dir jedoch partout nicht einfallen. Wissensdurst. Ja. Dann noch mal ran, ne? Have you been taking care of that rhino stag roast like a good boy? Of course. I make sure to feed it every night before I go to sleep, since it's nocturnal. How long are you going to keep on calling it a rhino stag roast? I don't know. It's a new kind of beetle, so it's gonna be hard to tell if it's really a rhino or a stag. You're asking a lot of questions. Bienfu, do you like bugs? Duh! I love rhinoceros and stag beetles both! What guy doesn't find them fascinating? Right? So which kind of beetle do you think it is? Rhino or stag? Oh, that's a tough question. But guess what? Miss Magilous taught me a surefire way to tell. I didn't know there was a way to tell. Yeah, but if I do it, you gotta name it after me, alright? Come on! What guy doesn't wish he had a cool bug named after himself, right? And besides, Miss Magilous told me that this technique is so good that it's only fair to have a bug named after you in return. So what do you say, man to man? Come on, let's live the dream! Oh, all right. How can I say no to that? Besides, we all did work together to capture it anyway. Yay! Thanks, Laffy-Set. All right, show me the bug, and I'll tell you what it is. Miss Magilous says you need to open up its outer wings and get a good whiff of the thin underwings. I'm pretty sure I remember rhinoceros and stag beetles smelling really nasty under their wings. Is it really that bad? Why not find out for yourself? No thanks. I think I'll pass. Maybe you shouldn't do this after all, Bienfu. You probably just want to hog the name all to yourself. Well, too bad. A real man never goes back on his word. If it packs a mean punch, then it's a rhinoceros beetle. And if it smells really zesty, then it's a stag beetle. I don't know about this. Just let him do it, Laffy-Set. He's already volunteered. I can do this? Just you watch. This smell is the most bad thing that ever batted it. Whoa! He fainted with his eyes still open. Hey, wake up! Wake up, Bienfu! Miss Magilous, as soon as I smelled it, my nose literally exploded. He looks like he's having a bad dream. I spy with my little eyes a kiddo who's spying at my bewitching waist. Oh, sorry. I just couldn't help it. What are those books anyway? Oh, that's a great question. Since you asked, I'll reveal the secrets of my tomes just for you. On the right, I've got my household ledger in the back, and my magic encyclopedia in the front. That one I mostly use for oil blotting paper. What's oil blotting paper? It's a girl thing. The two on the left are my heavy book, which I use for flower pressings, and then my super pop-up book. A super pop-up book? When you open it, it pops out with the force of a raging river! When an enemy has me cornered, I can just open it up facing a nearby wall and pop! Instant getaway! The only downside is that it's a real pain to try to get closed again, so I haven't used it in years. What about the book right in front? That's actually layer cake. Whoa, really? Seared into its batter are precious bits of knowledge. Eating it is just as good for your brain as it is for your stomach. Wow! I had no idea that was possible. He's taking this so seriously, I almost feel bad. All of your books are so interesting, Magilous. That's really cool. There's no end to your curiosity, is there? What do you say? Want to take a closer look? Boy, would I! If you really do, then say, Magilous, I want to get to know you better. Magilous, I want to get to know you better. All right, I accept.
I'll reveal to you my most private secrets. Wow, so that's what's on the other side of these books. I wouldn't have ever guessed that. What the? What are you doing with Laphicet? He said he wanted to see, so I'm showing him. You have no right to stand in the way of his desires. It's my job to protect him as his vessel, especially from someone so wicked as yourself. Also, what you're doing runs contrary to public decency. Witches aren't supposed to be decent. These bindings with the locks on them. This style used to be really popular during the Meliodas dynasty. Now that I know you're such a bad influence for him, I'll be keeping a closer eye on you. If you can't learn to take it easy, nobody's ever gonna want to marry you, you know. Like you're a shining example of marriage material yourself. Hey, Magilous, could you turn them over one more time? I want to see how the book's attached to your belt. Yeah, sure. Hey, Magilous, I was wondering about that book you have on your waist. The one you called your heavy book, for flower pressings. Your curiosity truly knows no bounds, does it, kiddo? Okay, nobody else knows this, but since you're so interested, I'd hate to leave you hanging. My heavy book, the one I use for flower pressings, is none other than a collection of Bienfu's poetry. Bienfu likes to write poems? Yep. You'd never guess it, but he's actually just about the best Moloch poet around. Some people even call him the Great Norman Poet. Here, I'll read you my favorite one. If there is something unimportant happening to the east, I'm made to go there and back. If there is something unimportant happening to the west, I'm made to go there and back. I can never rest nor be at peace. Every day my life is a living hell. That's heavy stuff. Isn't it? That's what makes it so good for pressing flowers. It's so wonderfully, oppressively heavy. Magilous, your face has gone all sinister looking. Oh mein Gott, ey. Die Gespräche von den beiden, ey. Vor allem dieses, wo Magilous ihr Buch hochgehoben hat. Oh mein Gott. Oh, zu cool. Echt. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Eieieiei. Bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube schon. So, dich mache ich jetzt mal kaputt, einfach weil ich es kann. Oh, nö, ich bin schon wieder gestunt hier. Na also, geht doch. Jawohl. Rukuru haut voll drauf und ich bin ständig gestunt hier. Was ist denn los? Meine Güte. We won, right? Also da habe ich mich jetzt aber mal ganz blöd angestellt bei dem Kampf. Das war ja nicht so schön. So, hier haben wir noch einen Katzgeist. Hier hinten haben wir auch noch einen Katzgeist. Und da ist auch noch eine Kiste. Die hole ich mir auch noch. Alles klar, eine Montur. Gucke ich mir dann später an. Irgendwann. Wenn wir mit dem Tempel fertig sind oder so. Mal gucken. So, ich laufe hier einfach immer weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige Richtung latsche, aber das wird schon alles stimmen hier, denke ich. Wow, das war knapp. Okay, jetzt sind wir hier. Waren wir denn da drüben schon? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Doch, da drüben waren wir. Ah, ja klar, okay. Gut, dann haben wir aber noch ein bisschen zu rennen, wa? Das ist ja nicht zu fassen. Oh, guckt mal hier. Hier ist der Kreis. Juhu. Ach ja, und die Dinger wollte ich ja auch mal wieder aufbrauchen. Ich habe bestimmt schon wieder ganz viele von den Pflanzen.
Ah, da hinten ist schon wieder eine Kiste. Mein Gott, wir finden aber eine Menge hier. Aber der Weg ist ganz schön weit, muss man ja mal sagen. So. Ach so, hier drum. So, hier rum. Zack, und ich konnte gerade irgendwas prüfen. Oder? Ach so, da lag noch was. Okay, das habe ich nicht gesehen. So, ja, komm her. Ich mach dich platt. Einfach, weil du endlich platt gemacht werden willst. Jawohl. Nein! Wie uncool. Sehr schön. I hope I did a good job. Juhu. Okay, hier. Ne, hier müssen wir lang. Also ich weiß nicht, ob das hier wirklich noch der richtige Weg ist. Ich sehe es schon kommen, dass wir eigentlich komplett falsch gerannt sind. Aber eigentlich kann das ja nur der richtige Weg sein, ne? Aber es sieht halt alles so aus, als wenn wir gerade aufs offene Meer hinauslaufen. Irgendwie. Naja, ich bin ja mal gespannt. Ich meine, wo soll denn hier in der Gegend bitte schön ein Tempel sein? Das frage ich mich gerade wirklich. Aber hier ist eine Katzkiste. Das macht mich wieder traurig. Ja, klar. So, Pilotensonnenbrille haben wir bekommen. Ich meine, eigentlich ist das auch sehr unnütz bisher mit den Katzkisten. Aber wer weiß, vielleicht kommt man dadurch ja, wenn man die halt alle befreit hat, alle Katzen, vielleicht kommt man dadurch ja dann nach Katzcorner später. Weil bisher gab es ja so ziemlich in jedem Teil, oder zumindest in jedem Tales of Teil, den ich bisher gespielt habe, gab es das versteckte Katzcorner. Und da will ich natürlich dann auch wieder hinkommen. Wir sind immer noch nicht da, also so langsam bin ich mir echt nicht sicher, ob wir irgendwann nochmal bei dem Tempel ankommen. Ich dachte ja eigentlich, wir würden hier zum Tempel gehen, aber anscheinend nicht. Laphicet und das uralte Heilmittel. Suche nach Longdaus Staub, um das Omega-Elixier herzustellen. Aha. Das wäre dann da. Okay. Machen wir dann später. Denke ich. Also das machen wir dann auch noch, ja. Jetzt machen wir erstmal das hier. Tja, aber mein Weg scheint ja doch richtig zu sein. Ich habe das gerade auf der großen Übersichtsweltkarte gesehen, dass ja das nächste Gebiet hier nebendran wohl das Gebiet ist mit dem Tempel. Das heißt, da hinten, wo die Höhle ist, da müsste ja dann mein Sternchen mal wieder auftauchen, weil im Moment kommt mein Sternchen ja hier überhaupt nicht. Trank des Lebens, oh, das ist gut. Ich habe ja ein paar verschwendet. So, noch ein paar Katzgeister. Immerhin haben wir ein paar Katzgeister gefunden, dass wir jetzt noch 84 oder schon 84 haben. Okay, das Gefühl wird stärker. Also sind wir doch auf dem richtigen Weg. Juhu. Hier hinten ist schon wieder so ein Teleportationskreis. Das ist natürlich schön. So, und eine Weste haben wir jetzt gefunden. Wir haben es fast geschafft, Leute. Der Weg war lang, doch das macht nichts. So. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt. Ah, da hinten. Ich sehe schon. Oh nein, das sieht schon wieder so groß aus. Oh nein. Tempel von Palamedes. Südliche Ruinen. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht irgendwie so ein riesiges Ding. Ich speichere mal eben sicherheitshalber. So, gespeichert haben wir.
Okay, es ist anscheinend ein kaputter Tempel. Also der sieht irgendwie ein bisschen kaputt aus, ne? Da meine ich das nur. Wahrscheinlich meine ich das nur. Okay, was ist denn hier? Wer liegt denn da? Was ist denn hier los? What's this? A demon! The demon we heard about? Sounds like it's having fun. Then we'll use this distraction. Okay, abgespeichert habe ich. Dann ist alles gut. Geheimnis Unterwasser, das Geheimnis des Unterwassertempels. Wow, look outside! It's the ocean! This was a place of worship for Amenoch, the Water Empyrean. The ancients built this sanctuary underwater for the same reason that Eumasia's temples were built underground. But building this underwater couldn't have been easy. Aye. With the Earth temples, all they had to do was keep digging. Here, they had water to contend with. How did they do it? You can't split the sea like you can a log. They started by stacking giant stone blocks in the shallows, creating an enclosed space. Then they drained the water and expanded the enclosure. Once they had done that enough times and secured enough dry space, they were able to dig into the sea floor. It's mind-boggling, isn't it? The humans believed that by going through such great hardships to build these temples, they could show the depth of their devotion. Additionally, current research suggests the site of this temple once sat on the seacoast. What? Are you saying I'm wrong? No, I'm only reporting what I've read in academic journals. How would coastal ruins sink into the ocean? When the Empyreans began their slumber, the land shifted, and this temple was swallowed by the sea. Scholars were able to prove that the sand and the heavy stones formed an airtight seal around the structure. Later, people carved an undersea tunnel to connect to the temple, bringing it to its current state. Now that you mention it, I think I read that book too. Revised Theories on Ancient Architecture, right? That's the one. Have you read it, Eisen? No, I only read the first edition. The problem with the stone enclosure theory is that each time you expand the enclosure, the innermost stones have to be carried out. Once that was pointed out as being too inefficient, alternate theories were developed. The revised edition has a number of competing theories. I highly recommend reading it. I will then. So, wait, was that a complete rebuttal of Eisen's explanation? That was not my intention. It's okay. Archaeology is a continuous process of asking new questions and making new discoveries. Prevailing theories change all the time. What's it matter anyway? Let's just get going. Ach, der arme Eisen. There's no Empyrean here, right, Eisen? If you're worried about it, why not flip that coin of his? Heads, no Empyrean. Tails, Empyrean Central. But it always comes up tails. Like I said before, these temples are nothing more than places of worship built by human hands. The current religion started when humans, fearful of natural forces, began to worship four gods they called the Empyreans. If you're concerned about whether or not one is sleeping in these ruins, just remember that their very existence is only legend. Be that as it may, Inominat certainly exists. Aye. But I've never heard a single story of anyone actually seeing an Empyrean. Inominat must be a special case then. Must be. I suppose so. If there were four more like him, and they were all trying to stop us, we'd be sunk. I can't disagree. So, also, meine Befürchtung hat sich gerade bestätigt. Es ist tatsächlich mal anscheinend ein richtiger Tempel. Mit ganz vielen Gegnern drin. Wuhu. So, ich mache euch gleich alle platt. Ja, ja, ja. Komm, alle zusammen. Alle zusammen hier. Eigentlich sind die ja immer nicht so schwer. Also von daher müsste ja gehen. Hör auf mich zu pieksen. Oh, geht's noch? Oh Gott, Velvet geht bei denen immer so ab, ey. Das ist der Hammer.
Sehr schön. Oh, was ist denn das für eine Riesenkugel da gewesen? Das ist ja der Hammer. Wer zaubert denn hier sowas? Das war doch bestimmt unsere Magilous. Wuhu! Ich finde das so cool mit der Schokoladentafel. Das ist echt das Beste. Sehr schön. Das war ein sehr guter Kampf. So, und ein Level-Up haben wir auch noch bekommen. Ach, da steht ja noch einer. Egal. Den lassen wir jetzt stehen. So, links und rechts kann ich anscheinend nicht rein. Auf dem Monolith steht etwas geschrieben. Auf dem Kelch befindet sich ein Symbol, welches das fließende Wasser beherrscht. Wird der Kelch mit Wasser gefüllt und das Symbol färbt sich blau, wird das Wasser deinen Weg wie eine Mauer versperren. Wird der Kelch mit Feuer getrocknet und das Symbol färbt sich weiß, beruhigen sich die tosenden Fluten und geben den Weg frei. Aha. Welcher Kelch? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Ach, da unten der Kelch wahrscheinlich. So, Moment. Ich gucke aber erstmal, denke ich, rechts und links. Hallo. Diese lustigen Mauer-Monster hier. Laufende Mauer ist das hier. Jawohl, das ging doch schnell.